Glaspolitur, meine Freunde, da gibt es viele Fragen, weil es ist ein bisschen anders als die normale Politur von einem Lack. Und da müssen auch natürlich anderes Zubehör ran, wie zum Beispiel die Polierpads. So, wir haben jetzt hier, ich wollte euch noch mal zeigen, verschiedene Polierpads, die wir haben extra für die Glaspolitur. Und da ist es entscheidend, da sind jetzt nicht diese Schaumstoffpads, sondern sind so Viskose- oder Filzpads. Ne? Und wir haben jetzt eine neue Serie, die rote Serie von APS zum Beispiel, Glaspads in verschiedenen Größen, zeige ich euch gleich. Wir haben 3M, wir haben noch K Pro und sowas. Aber was die Pads alle gemeinsam haben, die sind sehr dünn, ne, weil die zusammengepresst sind und die sind sehr hart. Viele, die zum ersten Mal diese Pads in die Hand nehmen, da kommt immer wieder die gleiche Reaktion. Ne? Ui, bist du ganz sicher, dass ich damit Glas polieren kann? Ja, bin ich mir ganz sicher. Du kannst auch nur mit diesen Pads Glas vernünftig polieren. Ne? Und wenn ich die neben dem Mikro halte, also die sind schon richtig hart. Ne? Also das ist bei 3M, ne, oder bei K Pro Pads genau dasselbe. Also die sind wirklich sehr, sehr hart. Wenn man die in die Hand nimmt, dann denkt man sich wirklich, ey, da zerkratzt du doch alles Mögliche. Aber das Glas ist wirklich extrem hart. Ne? Extrem hart. Man kann es nicht mit diesen Schaumstoffpads polieren. Und die einzige Möglichkeit wären diese Pads. Und dazu kommt noch, wenn man jetzt, ich sag mal, wenn man jetzt vernünftig polieren will, dann benötigt man eine Rotationspoliermaschine oder irgendeine Poliermaschine, wo ich einen Rotationsadapter reinstecken kann, ne, und rotativ polieren kann. Weil bei Exzenter und per Hand und so weiter, das ist alles so ein Zwischending, Zwischenlösung geht, ne? Aber wenn man es richtig machen will, muss man halt rotativ dann, weil das alles extrem hart ist. Zudem kommt noch die besondere Politur. Ich habe jetzt hier zum Beispiel als Beispiel jetzt Sonax Glaspolish genommen, aber es gibt auch verschiedene andere Hersteller wie K Pro und so weiter, die auch Glaspolituren haben. Manche sind so ein bisschen abgestellt auf Handpolitur, wie zum Beispiel Soft 99. Das ist etwas gröber und das sind diese feineren Sachen, die sind sehr, sehr gut für die Maschine und damit kriegt man wirklich super Ergebnisse hin. Und man muss nur gucken, dass man ja auch die passende Größe hat. Die Pads sind normalerweise für den 125er Teller gedacht. Ne? Man kann dann auf rotativer Maschine mit 125er polieren, das geht. Ne? Wir haben auch hier von APS und von 3M auch die Größen, aber häufiger sind die auch in 75 mm da. Das ist ungefähr diese Größe hier und wenn ich jetzt einen 75 mm Teller dran packe, ne, dann passt er wunderbar da drauf und dann kann ich super damit polieren. Ich bevorzuge den 75 mm Teller, dem 125er, weil das Ganze mit der Rotationsmaschine besser zu handhaben ist. Zudem sind die Scheiben teilweise sehr gebogen, ne, sodass man dann mit dem 125er überhaupt gar keine volle Auflagefläche hat, ne, dass man dann quasi sowieso nur teilweise poliert. Ne. Deswegen bevorzuge ich für Glaspolituren eher den 75 mm Teller und wir haben jetzt neu, weil wir das davor nicht hatten, wir hatten mal so einen 50 mm Teller, das ist ungefähr diese Größe hier, oder was heißt ungefähr? Das ist diese Größe hier, 50 mm. Und der war etwas weicher von der Struktur her. Jetzt haben wir das aus demselben Filz gemacht. Das ist auch die gleiche Härte. Und man kann jetzt auch mit einem 50 mm Teller polieren oder mit einem 40 mm Teller. Der passt auf die 38 mm von der A1000 Maschine zum Beispiel. Oder es gibt auch so ein paar Maschinen, die denselben Teller nutzen, ne, wie zum Beispiel, ich glaube, die Hex-Maschine von Carbon Collective. Die Hex-Maschine, die hat auch, meine ich, denselben Teller, kann man den 40er nutzen. Und wenn man es ganz genau haben will, haben wir auch nochmal für 30 mm ein Pad gemacht, also ein Glaspad, ne, aus demselben Filz, auch die gleiche Härte. Ne, und man kann damit wirklich super geil in die Ecken. Und das ist super natürlich für solche Mini-Poliermaschinen, wenn man jetzt einen Rotationsaufsatz rein hat und dann mit diesen 30 mm in den Ecken einfach super geil. So, jetzt haben wir hier ein wunderbares Exemplar von einer komplett toten Scheibe, ne? Also die ist wirklich schon extrem zerkratzt. Diese ganzen Sachen kommen wahrscheinlich von einem Eiskratzer, ne? Also nach oben einfach abgekratzt das Eis und komplett das Ganze kaputt gekratzt, ne? Die ganze Scheibe. Und ich habe das jetzt einmal abgeklebt, damit wir nochmal vorher-nachher sehen können. Man sollte das Ganze mit einer Rotationspoliermaschine machen. Ich habe hier jetzt eine von Flex, die 14.2 mit einem 75 mm Teller. Und dann nehmen wir einmal von Sonax die Glaspolitur. Ein bisschen was drauf. Ist ein bisschen flüssiger, das Ganze, ne? Nicht zu viel, dass das Ganze nicht durch die Gegend fliegt. So, jetzt haben wir das Ganze hier abgeklebt und dann fangen wir mal an. So, zum Verteilen nach Stufe 1. Ja, wenn das Pad neu ist, dann saugt sich das Ganze voll, dann habt ihr nicht so viel Politur, da kann man so ein bisschen nochmal nachholen. So, dann das Ganze verteilen.
Und dann haben wir hier bei der 14.2 verschiedene Stufen und wir sind dann irgendwo bei Glaspolieren nicht übertreiben in den Umdrehungen, ne? Bei Stufe 3 so 1200 Umdrehungen, 1100, 1300 Umdrehungen so um den Dreh. Wir müssen ein bisschen aufpassen, je nach Temperatur im Raum und so weiter, im Winter besonders, dass das Glas teilweise nicht zu sehr, zu stark erhitzt, dass sich das Ganze nicht verzieht oder crackt. Ne? Und ja, dann fangen wir einfach an. Ja, man merkt hier bei dem 75er, also selbst beim 75 mm Teller, zuckt das Ganze zur Seite und so weiter, weil das halt so einen Widerstand hat an dem Glas. Deswegen ist der große Teller 125, das mache ich sehr, sehr ungern. Diese fetten Kratzer, die jetzt nach unten gehen, ne? Also die wir jetzt vorher angeguckt haben, die kriegt ihr nicht raus. Da müsst ihr das Ganze schleifen. Das Glas, das ist jetzt nicht so ganz ohne, das rate ich euch nicht zu machen, wenn ihr Laie seid und Anfänger oder sonst irgendwas. Das muss man sich schon mit Glas auskennen. Aber diese feinen Kratzer, die kriegen wir auf jeden Fall weg. Diese dicken, die bleiben drin. Die werden so ein bisschen kaschiert, sage ich mal, aber die bleiben auf jeden Fall drin. So, hier kann man nochmal sehen, dass das Wasser aus der Politur kommt. Also das wird nach und nach nochmal feucht gehalten, ne, von der Politur selbst. So, messen wir einmal nach mit die Temperatur. Wir sind hier bei 39, 37, 40, 42, ja, je nachdem, wo ich hier mit dem Laser komme. So, ich empfehle euch hier irgendwo bei 40 zu bleiben, ne? Also nicht zu heiß das Ganze fahren. Wenn es zu heiß ist, 43 Grad, das ist schon so, wo ich sage, so 45 würde ich schon stoppen. Dann würde ich eine Pause machen, ne? Und dann nochmal, wenn ihr dann Bedarf habt, dann nochmal polieren und weiter polieren. Also nicht das Ganze zu heiß laufen lassen. Also die Glaspolitur von Sonax ist richtig geil. Ne? Normalerweise trocknet das Ganze aus, ne? Und dann habt ihr dann immer so einen Scheuern über die Scheibe, müsst ein bisschen anfeuchten und so weiter. Das ist wirklich 1A. Jetzt guckt euch das mal an. Poliert die ganze Zeit, die ist immer noch feucht. Ne? Also da kommt immer so Wasser aus der Politur. So, jetzt kann man hier vorher, nachher sehen, also das ist hier vorher und wenn wir jetzt hier rüber gehen, ja, dann könnt ihr mal sehen, wie stark das Ganze jetzt hier nochmal korrigiert wurde. Natürlich sind die fetten Kratzer drin, das habe ich auch gesagt, die kriegt ihr nicht raus. Ja, da könnt ihr polieren, bis der Arzt kommt, ne? Aber guckt euch mal den Unterschied an, hier und hier. Normalerweise habt ihr natürlich nicht diese fetten Kratzer im Glas, ne? Weil normalerweise sind ja eure Fahrzeuge gepflegt und dann habt ihr wahrscheinlich solche kleinen dünnen Mini-Kratzer und die könnt ihr wirklich wunderbar entfernen. Diese dicken Kratzer übrigens kommen von einem Eiskratzer, ne? Also auch wenn ihr den besten Eiskratzer habt, ist das so im Winter, wenn ihr das Fahrzeug nicht regelmäßig pflegt und nicht regelmäßig gewaschen habt, auch im Winter, dann sammelt sich hier auf der Scheibe der ganze Sand vom Boden. Das wird ja hochgeschleudert mit dem Schlamm, mit dem Schmutz von der Straße. Das wird das Ganze hochgeschleudert. Hier sammelt sich das Ganze. Und wenn ihr dann die Scheibenwischer anmacht, ne, dann seht ihr hier diese Dinger. Ne? Hier waren die ganzen Sandkörner, die jetzt fett hier zerkratzt haben. Und sowas kann man dann vermeiden, indem man halt das Ganze halt öfters mal wäscht und dann auch Eissprays benutzt und nicht hier mit Kratzer hin und her kratzt. Ne? So, wenn ihr jetzt, es gibt auch ein paar Problemfälle, das ist hier noch so eine ganz dankbare Glasscheibe, weil die hier ohne Rand ist. Ne? Viele Glasscheiben haben dann so einen Gummirand, den müsst ihr abkleben und dann müsst ihr so nah wie möglich an den Rand ran, weil das Ganze hier schwarz ist meistens, ne? Und man sieht hier an dem Schwarzen meistens immer diese ganzen feinen Kratzer. So, jetzt haben wir folgende Möglichkeit, das Ganze kleiner zu gestalten und zwar mit einem 50 mm, wir haben auch 50 mm Teller für die Rotationspoliermaschinen mit einem M14-Gewinde und einem 50 mm Pad und dann können wir das Ganze hier wunderbar hier bis an den Rand fahren. Ne?
Durch die Verkleinerung von einem Durchschnitt von einem Pad, ne, habt ihr wesentlich weniger Fläche als mit einem 75 mm Teller. Im Vergleich, guckt euch das Ganze an, das ist um einiges an weniger Fläche. Wenn ihr weniger Widerstand habt, dann könnt ihr die Maschine wesentlich geiler führen und ihr könnt wesentlich genauer an den Rand, ohne dass ihr das Ganze hier irgendwie ausbricht und dann gegen den Lack ballert oder gegen den Gummi, was da jetzt hier nicht vorhanden ist, aber normalerweise da ist, ne, gegen den Gummi kommt und den Gummi vielleicht beschädigt oder so oder das Ganze weiß wird und ihr müsst das Ganze wirklich dann entfernen. Also wirklich sehr, sehr geile Sache. Und man kann das Ganze natürlich jetzt anstatt an so einer kabelgebundenen Maschine auch an einer Mini-Poliermaschine, weil das Ganze ist ziemlich schwer, also wenn ihr 50 mm habt, dann wiegt das Ganze schon über 2 Kilo, ziemlich schwer. Man kann das Ganze zum Beispiel an der PXE betreiben. Zack. Was natürlich wesentlich komfortabler ist, super leicht ist. Ihr müsst nur den Adapter hier auswechseln. Ich habe jetzt hier einen rotativen drin, ne? Und das Ganze dreht natürlich rotativ und dann habt ihr auch natürlich auch die Power. Absolut geile Maschine. Also ihr seht, ich komme an den Rand. Wem das zu wenig ist, ne, also 50 mm oder zu viel ist, mit 50 mm geht natürlich auch 30 mm. Das ist natürlich absolute Juwelierarbeit, ne? Also wirklich super geil, so für die kleinsten Ecken und so weiter. Es gibt natürlich Aufbauten, die ein bisschen höher sind, zum Beispiel ein Spoiler oder sonst irgendwo, wo ihr dazwischen kommen könnt. Wem das ein bisschen zu nah ist, ne, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch mit einer APS-Verlängerung entsprechend auch verlängern, ne, und das Ganze dann halt mit einer Verlängerung halt polieren. So, hier könnt ihr nochmal den Unterschied sehen. Also wirklich Bombe. Ne? Also das ist schon so, wenn keine tiefen Kratzer da sind, ist es schon Werkszustand. Oder besser sogar, bei manchen Fahrzeugen sogar besser. So, hier haben wir noch so einen Extremfall. Hier hat der Scheibenwischer mal so irgendwie so einen Haufen Sandkörner mitgenommen und die ganze Zeit drüber geschliffen. Seht ihr das? Da ist so eine fette Linie. Die klebe ich mal jetzt ab und dann machen wir mal dieses Stück hier mit der PXE einmal kurz weg und gucken, was da so bei so einem Extremfall überhaupt machbar ist. So, guckt euch mal diesen Abschnitt an, den ich hier so ein bisschen poliert habe. Hier unten sieht man das Ganze, das ist eine volle Kanone, geht es nach oben, dann wird es unterbrochen, da wo ich poliert habe, ne, und dann geht es hier wieder weiter, in diesem Stück hier. Ne, und dann sieht man schon extremen Unterschied, also man kann das Ganze schon wirklich sehr, sehr gut kaschieren, obwohl ganz komplett kriegt man es nicht raus, weil das sind schon echt tiefe Kratzer. Ne? Man muss da hier schon schleifen und das ist alles, ja, macht das lieber nicht. 3 Sachen sind also wichtig. Einmal Spezial-Glaspolierpads, verlinke ich euch unten alles. Spezial-Glaspolitur, ja, mit der normalen geht das nicht, dann muss man eine Spezial-Glaspolitur haben und eine Rotationspoliermaschine. Würde ich euch echt empfehlen, das Ganze mit einer Rotationspoliermaschine zu machen, denn dann habt ihr wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse. Und natürlich ein bisschen aufpassen muss man schon, nicht überhitzen und so weiter. Irgendwo bei, wenn ich jetzt eine PXE habe, Stufe 3, ungefähr so da die Richtung. Wenn ich jetzt eine Rotationspoliermaschine habe, ungefähr so 1100, 1300 Umdrehungen, je nach Größe des Stellers. Ne, und dann wird das Ganze klappen. Wie macht ihr das Ganze? Schreibt es gerne in die Kommentare. An dieser Stelle vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Bis demnächst.